Leute, ich zeige euch einmal jetzt diesen klassischen Fehler. Ich habe schon mittlerweile so viele Anfragen deswegen, dass ich jetzt schon mittlerweile ein Video darüber machen muss. Die Maschine bringt einfach keinen Kaffee mehr aus dem Kaffeeauslauf raus. Die Maschine, also das System ist dicht und die Pumpe wird immer leiser. Das hat es früher bei die alten Saeco HD 8917, 8916, da hat es schon langsam angefangen mit dem Problem, also dass die Düse irgendwie nicht überwunden werden kann vom Wasserdruck. Und bei der EP-Maschine wird immer leiser und immer leiser. Und das war's. Ist einfach sehr, sehr leise, die Pumpe. Da passiert nichts mehr. Jetzt versucht sie eben weiter zu pumpen, aber es kommt nichts durch. Es kommt nichts in die Auffangschale. Sonst wird man das ja hören. Wenn wir da auf diesen Schlauch greifen, ist dieser warm. Das heißt, aus dem Boiler kommt das Wasser bis daher. Und ab hier geht es dann nicht mehr weiter. Hier ist das Ventil zu, damit es nicht zu dem rauf geht, sondern das Wasser muss da komplett herauskommen. Schaut euch das an, was da rauskommt. Ich meine, es ist eh schon super, dass schon ein bisschen was rauskommt, aber ja, viel zu wenig. Gut, machen wir jetzt einmal die Düse auf. Wie stecke ich sie mal ab jetzt? Lasst lieber die Schrauben ein bisschen drinnen. Und wenn ihr sie aufmacht, fliegt euch vielleicht die Düse so ziemlich stark entgegen. Okay, auf das müsst ihr achten, wenn da so ein extremer Druck drauf ist. Dann öffnet einfach diese Düse nicht. So, hier haben wir jetzt eine Feder drin. Sehr heiß. Und diesen Tropfen. Diese Feder dürft ihr nie länger ziehen, sondern die müssen eher kürzer werden. So, jetzt beginnen wir einfach einmal. Ihr kauft euch eine neue Düse, oder wir beginnen jetzt einmal die Feder systematisch um einen Ring zu kürzen. Bis einmal das Wasser wieder fließt. So. So, die Düse einfach einmal so wie es jetzt ist. Hier mit drin. Dann das Ganze nach oben rausschieben. Und durch den Federdruck geht das auf. Ganz wichtig ist, sich zu merken, dass dieses Teil hier nach oben steht. Das heißt, die Feder zuerst und der Stöpsel davor. Und wenn es halt nicht mehr funktioniert, ja, das ist jetzt eine originale Düse, da sieht der Stöpsel nämlich so aus. Hier steht 3,8 Bar. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und das ist eine originale Düse. Wenn da nicht steht, dann ist es eine chinesische Düse und die hat einen ganz anderen ganz andere Stöpselform. Und das sind eben die Düsen, wo die Probleme machen.
Die Düse wird wahrscheinlich nie Probleme machen, weil das noch die Originale ist, also von der Originalentwicklung. Die anderen, die eben das nicht haben, sind wahrscheinlich chinesische Düsen. Und ja, wenn die Maschine nicht funktioniert, einfach einmal eine neue Düse kaufen. Schaut auf jeden Fall, dass es eine Originale ist. Die sich hier so rein und wieder zusammenbauen. Wenn das gegebenenfalls nicht geht, ja, dann entweder eine neue kaufen, aber um im Kaffee weiterhin genießen zu können, einfach hier stückchenweise hier könnt ihr einfach die Feder stufenweise abschneiden, immer wieder reingeben und testen, bis der Kaffee schön fließt. Wenn das passiert, dann habt ihr gewonnen. Ich würde euch trotzdem empfehlen, euch so eine Düse zu kaufen, eine Originale. Das wieder zu. Lasst immer noch nichts raus. Schrauben wir sie wieder hinein. Brühgrippe wieder rein. Starten wir noch einmal den Sprühvorgang. Schauen wir, was passiert. Okay. Da tut sich was. Perfekt. Hätten wir jetzt zu viel abgeschnitten, da habt ihr sicher schon einmal versucht, ohne eben diese Feder zu überprüfen, ob die überhaupt einmal da vorne rauskommt, wenn die Feder und der Stöpsel nicht drin sind. Da zischt sie und raucht sie da durch die Gegend. Jetzt hört sie sich besser an. Sagen, diese Einstellung können wir jetzt einmal lassen. Ja, das war ein guter Durchlauf, so werden wir es lassen. Okay. Da sind so viele braune Tröpfchen da drin. Da könnt ihr das sehen. Hier ist es auch drin. Das sind Kaffeereste, die da runterfallen. Auf jeden Fall die Kaffeemaschine mit Tablette genauso reinigen. Also die Tablette, damit eben diese Fettrückstände wegkommen, sonst müsst ihr da den Kaffeeauslauf ausbauen. Ja, gut, ich würde sagen, dieses Problem haben wir jetzt gelöst. Dass die Pumpe leise wird und kein Kaffee kommt, liegt meistens an der Düse, an dieser Düse hier, an dieser Feder drin. Entweder neue Düse kaufen, meistens bei den neuen Düsen sind sie schon bereits fehlerhaft, das heißt, die funktionieren vielleicht auch einmal 50, 60, 100 Kaffee, wenn ihr Glück habt, haltet es ewig, wenn nicht, dann ist es diese Düse. Geht einfach so vor, wie ich es selber gemacht habe, also einfach zusammenzwicken und ein paar Ringe wegschneiden, bis der Kaffee eben ordnungsgemäß fließt, wie er jetzt gerade fließt, also geflossen ist. Und ja, somit ist dieses Fehlerbild jetzt beendet und ich werde mich jetzt einmal mit den Magnetventile beschäftigen. Ich werde sie mal jetzt Standardprozedur machen und sie mal entkalken versuchen und dann schauen wir mal, ob das jetzt fruchtet oder nicht, ob hier oben Strom ankommt, also ob der einschaltet oder ausschaltet, und dann sehen wir weiter. Gut Leute, ich hoffe, das Video bringt euch auf jeden Fall weiter. Viel Spaß damit. Da ich so viele Anfragen dafür für diesen Fehler gehabt habe, musste dieses Video auf jeden Fall sein.
Und ja, Baba.